Herzlich willkommen. Wir sind heute hier, um unter Jüdinnen zu sprechen, und zwar über jüdisch sein in Deutschland. Wir sprechen einmal darüber, wie es unterschiedlich ist, jüdisch zu sein in Usbekistan und jüdisch zu sein in Deutschland. Wie es ist, als eine jüdische Person in eine deutsche Schule zu gehen. Und schlussendlich sprechen wir dann gemeinsam darüber, was wir uns von jüdischen Begegnungsorten wünschen. Ich bin Riff. Ich bin die Organisatorin dieses Projekts Gespräche unter Jüdinnen. Und ich bin politische Bildnerin, arbeite zu diskriminierungskritischer Bildung und bin Mitarbeiterin in einem Projekt, wo wir Menschen ausbilden, um Workshops gegen Hate Speech zu geben. Genau, ich gebe jetzt schon ab an meine Gästinnen heute. Fangen wir gleich an mit Maria. Maria, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Genau. Also wir sind verwandt, wie man uns schon erkennen kann. Man schon erkennen kann. Genau, also ich bin Maria. Ich studiere Physik, also gar nichts in deine Richtung. Genau, ich bin hier geboren, aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Und vielleicht noch wichtig für später, zu Hause mit der Familie spreche ich Russisch vor allem. Und ja, genau. Und ich habe dann während des Studiums Anna kennengelernt. Genau, ich bin Anna, studiere auch Physik und bin 25 Jahre alt, komme aus Usbekistan, das heißt, meine Muttersprache ist auch Russisch. Genau, und ich gebe dann an meine Schwester, meine Mascha, über. Ja, also hi, ich bin Mascha, bin genauso wie Anna in Usbekistan aufgewachsen und ich bin 22 Jahre alt, ich studiere gerade in Hamburg Kommunikationsdesign, bin auch eine Jüdin. Okay, danke euch. Dann fange ich auch schon mal gleich an mit der ersten Frage, und zwar, was bedeutet jüdisch sein für euch überhaupt? Also für mich persönlich ist es, glaube ich, so ein bisschen eine schwierige Frage, weil ich hatte nie besonders so einen großen Bezug zum Jüdischsein. Also ich bin weder irgendwie in die Synagoge gegangen, noch war ich Teil einer jüdischen Gemeinschaft je. Also das Einzige, was ich von Jüdischsein kenne, habe ich tatsächlich durch die Schule. Also wie, glaube ich, vielleicht die meisten in Deutschland den ersten Bezug und das erste Treffen so mit jüdischen Personen haben. Also hatte ich jetzt auch, also historisch. Und dann durch die Familie so ein bisschen und dann später halt auch im Studium andere also Leute mit so ähnlichen Erfahrungen getroffen. Meine Cousine, die auch mir so, glaube ich, so am meisten mitgibt. Also für mich ist es auch recht kompliziert, was genau jüdisch sein ist. Und ich glaube, wird der Prozess, das zu verstehen, wird auch nie enden. Und weil es auch, also sowohl historisch, was allgemein das Jüdischsein angeht, aber auch in unserer Familie, ist es so, dass man wie sich trotzdem immer wieder so die Frage stellt, was genau, also unterbewusst sozusagen, was genau ist das, und versucht das zu definieren, aber es klappt nie wirklich. Genau, also ich bin genauso wie Mascha in Usbekistan geboren, und Usbekistan ist ein Land mit sehr, sehr vielen Ethnizitäten. Das heißt, da haben wir sehr viele Menschen kennengelernt, und da habe ich aus verschiedenen Kulturen, und da habe ich auch von unserem Vater, weil er ein Jude ist, mitbekommen sozusagen im Zuge meiner Erziehung, dass wir jüdische Wurzeln haben, dass wir jüdisch sind. Und das verbinde ich dann eher, also das Jüdischsein an sich mit der mit der Familie, mit den Traditionen und vielleicht mit so einem Kulturkreis, weil ich auch in einer jüdischen Gemeinde in Usbekistan oft war als Kind, aber nicht als Religion, weil ich das gar nicht, also ich bin gar nicht religiös, und das ist dann eher so eine Art Zugehörigkeitsgefühl, was ich aber immer noch versuche zu verstehen, sozusagen. Genau. Das ist auch ähnlich bei uns allen, dass wir eigentlich alle nicht religiös sind, sondern eher einen anderen Bezug zum Jüdischsein haben. Ja, bei mir ist es auch eine ziemlich schwierige und komplexe Frage. Ziemlich vieles sehe ich genauso wie Anna, weil wir eben zusammen aufgewachsen sind. Aber ich glaube, bei mir geht es einfach darum, dass eben so eine Zugehörigkeit zu haben, aber auch ein Teil der Identität von mir. Und
die ich immer noch versuche zu begreifen, was meine Identität ausmacht, weil eben dadurch, dass wir in Usbekistan aufgewachsen sind, so viele Kulturen um sich herum hatten und dann nach Deutschland zugezogen sind, verflechten sich so die ganzen Kulturen bei mir. Und das ist eine Seite meines Seins. Ja. Das hast du schön gesagt. Und ihr habt auch schon so ein bisschen darüber erzählt, aber hattet ihr das Gefühl, ihr hattet einen anderen Bezug zu eurem Jüdischsein in Usbekistan und hier in Deutschland? Ja, ich glaube auf jeden Fall, weil in Usbekistan ist es viel einfacher angegangen worden. Da wurde man auch sehr leicht gefragt, also wer bist du von der Ethnie, von der Nationalität heißt es dort, aber ja. Und dann sagst du einfach, okay, ich bin jüdisch. Ich bin dann zur Hälfte jüdisch, zur Hälfte bin ich dann deutsch zum Beispiel. Und es ist ganz normal und alle teilen ihre Traditionen dort, alle teilen ihre Geschichten, Kulturen. Zum Beispiel Feiertage werden irgendwie zusammen gefeiert von total unterschiedlichen religiösen oder auch nicht religiösen Menschen. Und, Also so auch so weiter. Chanukka habt ihr mit verschiedenen Leuten dann zusammen gefeiert, oder? Ja, doch, wir hatten Chanukka auch in Kindheit, also nicht so traditionell, glaube ich, gefeiert. Stimmt. Aber wir hatten schon christliche Menschen bei uns. Genau, wir auch. hatten Pesach gefeiert, vor allem. Also das Witzige war, also unser Vater hatte einen Freund, einen Kumpel, der russisch-orthodox, also christlich-russisch-orthodox war. Und Pesach und russisches Ostern sind ungefähr zur selben Zeit. Ich glaube, russisches Ostern ist eine Woche später und Pesach ist eine Woche früher. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Und das war dann so, dass wir ihn zu uns eingeladen haben zu Pesach und da hat er auch Kippa getragen zum Beispiel. Und später, eine Woche später, als er dann seinen Fasten gebrochen hat, sind wir zum russisch-orthodoxen Fastenbrechen gekommen. Und da hat seine Frau so viele russische Sachen gekocht und gemacht, was man so normalerweise zu russischem Ostern macht. Und genau, das haben wir dann so gemacht. Aber an sich in der Schule, zum Beispiel bei uns, also in meinem Umfeld, war das nie so, dass wir wirklich so Chanukka oder auch andere Feiertage gefeiert haben, weil das doch ja so einen sowjetischen Hintergrund hat. Und in der Sowjetunion waren sowieso die Feiertage nicht so wirklich, die religiösen Feiertage nicht so wirklich vorhanden. Erlaubt waren sie auch nicht so ganz. Genau. Und nachdem Usbekistan dann die Unabhängigkeit, so 1991 die Unabhängigkeit bekommen hat, hat Usbekistan gesagt, okay, wir feiern die Feiertage von der Sowjetunion, also die nicht religiösen Feiertage, und wir feiern aber noch die usbekischen, muslimischen, also islamischen Feiertage. Und da hatten wir dann da war das dann so, dass man so sowjetische und usbekische Feiertage gefeiert hat. Aber so jüdische, man konnte so sagen, ja, es ist jetzt das jüdische Neujahr und so ein bisschen erzählen. Aber genau, oder so zwischen Freunden natürlich. Also mit Freunden konnten wir Leute einladen und sagen, ja, wollt ihr da mit uns da was Aber ihr hattet sozusagen nicht frei dann von der Arbeit oder so? Nee, das nicht. Genau. Aber ja, wir konnten einfach Freunde, Nachbarn einladen. Und es ging halt eben nicht um Religion, aber um die Tradition, irgendwie zusammen was zu feiern. Ja, voll. Weihnachten in Deutschland. Genau. Das ist auch nicht bei jeder Familie christlich. Ja. Genau, voll. Ihr hattet auch kurz so gesagt, okay, hier in Usbekistan war das halt immer voll normal, irgendwie zu sagen, dass man jüdisch ist. Ihr habt euch ja in der Uni kennengelernt, also Maria und Anna, und ihr wusstet oder ihr dachtet, dass ihr jüdisch seid, gegenseitig, aber ihr habt euch nicht ganz getraut, das zu sagen. Warum? Oder vielleicht auch, wie habt ihr das dann auch aufgelöst und so? Also ich glaube, ich habe auch davor einfach nie so offen von mir aus und auch glaub, seitdem auch nicht so, aber ich versuche es öfter zu machen, also gesagt, dass ich jüdisch bin. Und also ich weiß auch nicht, warum so sehr, aber es war irgendwie, ich habe nie mitbekommen, dass es irgendwie so ein Gesprächsthema ist, mit dem man offen umgeht. Also habe noch nie eine Person getroffen, die so offen gesagt hat, dass sie jüdisch ist und keine Ahnung, dachte vielleicht macht man es nicht, also so erkläre ich es mir. Aber genau, wir haben uns irgendwie eigentlich so zuerst so mitbekommen, dass wir beide Russisch als Muttersprache haben und dann, genau, hast du erzählt, dass du aus Usbekistan kommst. Ich war so,
okay, wir sehen uns irgendwie so ein bisschen ähnlich. Ich weiß nicht, ich habe dann auch zu Hause irgendwie meinen Eltern erzählt, ja, da ist so ein Mädchen aus dem Studium, sie kommt aus Usbekistan, sie spricht Russisch. Und die so, ist sie jüdisch? Also sieht sie aus wie du? Oder nicht? Ich so, ja, eher schon. Sie ist jüdisch. Aber ich habe es trotzdem nicht angesprochen, aber ich war so, also man ist sich nie hundertprozentig sicher. Deswegen, also wie war es für dich? Bei mir war es ein bisschen, also war es klarer, direkt. Ich habe da nie, also ich musste sozusagen nicht, ich habe das irgendwie so direkt verstanden, ohne jemanden anderen zu fragen, weil ich ja erstens, also ich war in der jüdischen Community in Usbekistan und da waren viele Menschen, die wie ich oder du ausgesehen haben sozusagen. Also halt einfach krause, lockige, schwarze Haare und also so. Deswegen war es für mich relativ in dem Sinne einfach das direkt, also es war eigentlich so beim ersten Blick, nachdem ich erfahren habe, dass du Russisch sprechen kannst und nachdem ich deinen Nachnamen, also nachdem ich erfahren habe, dass du genau so auch einen russischen Nachnamen hast, dachte ich so, ich glaube, sie ist jüdisch, aber wir kannten uns dann nicht. Nee. Und ich konnte dir einfach nicht zu dir sagen und komm, hey, bist du jüdisch? Und so, also da dachte ich so, okay, aber ich möchte die Person kennenlernen, ich möchte mit ihr so ein bisschen sprechen und genau, weil das ehrlich gesagt auch in Deutschland also eine super Seltenheit ist, also allgemein so eine Seltenheit, dass wir uns irgendwie in demselben Studiengang so getroffen haben. Das könnte ja einfach ein anderer Jahrgang sein und dann hätten wir uns nicht getroffen oder so. Und da habe ich da so langsam herangetastet, weil ich das irgendwie vermutet habe und habe so ein bisschen gedacht, okay, ich erzähle ein bisschen von meiner Taglit-Reise. Das ist also die Reise, eine Bildungsreise nach Israel, wo man dann 10 Tage so ein bisschen Israel kennenlernt. Und viele Leute, viele jüdische Menschen wissen von dieser Reise. Und dann wusstest du von dieser Reise, glaube ich, weil deine Cousine das gemacht hat. Genau, also ich persönlich habe es nicht gemacht, aber ich war so, du hast davon erzählt, ich kenne das Wort. Ja, und dann haben wir angefangen, so ein bisschen über das Thema eigentlich so Taglit und Israel, dann darüber zu kommen, dass wir beide jüdisch sind. Ja, ich meine, wenn man Taglit, dann, also dafür muss man ja irgendwie jüdisch sein, um daran teilnehmen zu können. Genau. Und was dann auch noch war, ist, dass ich habe einmal an irgendeiner offenen Vorlesung oder so, ich glaube, das war zu Gravitationswellen, deine Eltern getroffen und deinen Vater gesehen. Und der sah sehr, sehr ähnlich, also ich konnte Ähnlichkeiten auch zu meinem Vater und zu anderen jüdischen männlichen Personen in diesem Alter erkennen, sozusagen, und dachte, ich glaube, ich habe das sollte das sein. Das ist genau. Ich kann da weiter fragen oder ich kann darüber weiterreden. Und so haben wir dann irgendwie miteinander gesprochen und ja. Aber so ein richtiges Herumtapsen eigentlich. Ja. So, voll. Ja, ich find's auch irgendwie sehr witzig, weil ich auch immer auch mit meiner Mama manchmal dann so rumlaufe und sie ist dann so, das ist jüdisch. Oder der ist jüdisch. Das ist eine super Kraft. Das ist so, ich weiß, dass er Jude ist. Und halt auch dein Vater ja auch oft sagt so, der sieht aus wie ein Jude, der ist auf jeden Fall Jude. Aber halt auch, also für mich, also dadurch, dass wir, also eigentlich alle aus der Familie ja auch aussehen wie du jetzt und weniger wie ich so, dadurch, dass ich halt aber bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen bin, aber halt mein Vater Deutscher ist. Und für mich war das immer so ein Ding, das habe ich auch erst später realisiert, dass ich dachte, dass alle russische Leute schwarze, lockige Haare haben. Das dachten bei uns tatsächlich Freunde auch. Ja, tatsächlich. Ja, wir waren so, wir sehen nicht so typisch aus wie russische Menschen. Ich dachte das, genau, voll. Und das war für mich dann auch so ganz viele Leute, denen ich das halt gesagt, also die waren so, ja, wenn ich an Russland denke, denke ich an blonde Haare, blaue Augen. Und ich so, echt, ich denke immer an schwarze Haare, schwarze, lockige Haare. Und dann war es irgendwann so, warte mal, klar, weil ich in einer jüdischen Familie halt groß geworden bin. Das war irgendwie so voll das erste Mal, dass ich glaube erst auch in den letzten Jahren, dass ich das so realisiert habe irgendwie. Aber ja, bei mir war das halt auch irgendwie dadurch, dass meine Mutter das halt immer so voll gesagt hat, dass wir jüdisch sind, haben wir, also mein Bruder und ich, auch immer offen gesagt, dass wir jüdisch sind. Und das war dadurch halt auch eine ganz andere Erfahrung, weil man dann halt auch mehr Antisemitismus einfach auseinandergesetzt war. Ne? Also dann viel mehr, dann sowas wie Jude war mein Spitzname für voll vielen Leuten. Oder halt auch mein Bruder, wenn er sich irgendwo reingesetzt hat oder so in die Bahn, in eine Person, die ihn erkannt hat, ist reingekommen, dann hat die erst mal geschrien, Hallo Jude!
Und man war so, okay, alles klar, okay. Also das ist schon auch irgendwie nicht ganz unberechtigt, dass ihr dann das Gefühl hattet, okay, ihr wollt es jetzt nicht unbedingt immer nach offen fragen. Es ist halt super unterschiedlich, ne? Das war ja auch Schulzeit, aber still, irgendwie ist es dann doch etwas, wo man halt so in Deutschland so negative Konnotationen einfach voll oft hat. Ja, und das ist eben das, was ich auch erlebt hatte irgendwie, dass in Usbekistan, also es ist früher so gewesen, dass man eigentlich offen damit umgegangen ist und alle wussten, okay, der ist jüdisch, der ist usbekisch, der ist russisch, koreanisch, weil eben so viele unterschiedliche Ethnien da an einem Ort leben. Und als wir dann hier nach Deutschland gekommen sind, war das erstmal, also ich bin auch erstmal genauso offen damit umgegangen. Und dann ich fand es so komisch, dass ich als Reaktion sowas bekommen habe. Oh, echt? Wow, oha. Du bist die erste Jüdin, die ich kennenlerne. Ja, genau sowas. Und dann dachte ich mir No pressure. Das ist komisch. Ja. Und irgendwie, nachdem mich unsere Oma mal gefragt hatte, ob wir eigentlich davon offen reden, habe ich auch so nachgedacht, soll ich denn überhaupt davon offen reden? Ist das denn normal, wie werde ich denn angesehen? Und dann habe ich das auch nicht mehr ganz so offen gemacht, weil auch die Schule nicht der sicherste Ort war, glaube ich, dafür. Ja. Man kriegt es irgendwie mit, also ohne es direkt gesagt zu bekommen, kriegt man es irgendwie mit, dass man darüber lieber nicht so offen reden soll, dass es nicht so ganz sicher ist, irgendwie für einen so darüber offen zu reden. Und Mascha und ich, wir waren ja, also unsere Erfahrungen in Deutschland haben sich ja zu der Zeit, als ich Maria getroffen habe, da war ich 5 Jahre in Deutschland, nur von der Schule. Also unsere Welt war ja sozusagen in der Schule. Und da war das deswegen auch so für mich, also Maria sozusagen zu fragen, weil ich da einfach schon wusste, okay, in Deutschland musste man aufpassen, bevor man irgendwie sagt, ich habe jüdische Wurzeln. Ich habe auch aufgehört zu sagen, ich bin Jüdin, weil ich habe angefangen zu sagen, ich habe jüdische Wurzeln. Ja. Weil das direkt, wenn du sagst, ich bin Jüdin, wird gefragt nach deiner Religion und man wird überhaupt nicht verstanden, dass es auch was anderes sein könnte, wie irgendwie so Familiengeschichte, Traditionen und so weiter. Und dann dachte ich, naja, ich bin ja auch nicht komplett jüdisch sozusagen, weil unsere Mutter auch so deutsche-tatarische Wurzeln hat. Und wir dachten, okay, dann nenne ich mich Person mit jüdischen Wurzeln, aber nicht eine Jüdin. Und das ist tatsächlich erst in Deutschland passiert, weil davor war das halt in Usbekistan einfach ganz normal. Du sagst, ich bin zu dem Teil Jüdin, zu dem und dem Teil Deutsche, zu dem und dem Teil Tatarin und dann ist es halt abgeschlossen. Aber ja. Hier ist es schwieriger. Was ich noch gemerkt habe, irgendwie bei dem Wort Judin oder ein Jude kommt auch eine undeutige Reaktion irgendwie. Also wenn eben, ich habe auch gehört zu sagen, dass ich eine Judin bin, weil dann erstmal Leute irgendwie stillstehen und keine Ahnung haben, was sie dir antworten sollen. Und so als würde ich irgendwie ein richtig schlechtes Schimpfwort sagen. Und dann dachte ich so, okay, ja, da läuft's irgendwie nicht so gut. Und dann habe ich auch eben angefangen zu sagen, dass ich jüdische Wurzeln habe. Ja. Da fällt mir auch, also genau dazu fällt mir halt auch dieses Ding an dass du meintest, dass für dich Jevrei, was ja der russische Name für Jüdin oder Jude ist, keine Verbindung hatte mit Jude aus dem Deutschunterricht. Willst du was dazu sagen? Ja, also ich habe auch erst relativ spät realisiert, dass ich jüdisch bin. Nicht, weil mir das meine Eltern nicht erzählt haben, sondern weil ich diesen Zusammenhang zwischen halt dem russischen Wort Jevrei, wir reden halt in der Familie Russisch, und ich wusste, meine Eltern haben immer so, ja, das ist so eine bekannte jüdische Person, das ist eine bekannte jüdische Person, ja, wir sind jüdisch, ist das Fleisch koscher? Also irgendwie solche Sachen wurden gesagt. Aber auf Russisch. Aber auf Russisch. Und ich habe einfach diese Verbindung nicht gemacht, beziehungsweise relativ spät, dass Jevrei halt auf Russisch Jude ist oder Jüdin. Und genau, und ich bin deswegen, als ich so in der Schule mit so dem Begriff jüdisch sein oder halt Jude zu tun hatte, war das immer so in einem anderen Kontext. Also für mich waren das so 2 unterschiedliche Identitäten, von denen ich nicht mehr wusste, dass ich die andere besitze. Genau, wie du meintest,
ich hatte, in der Schule gab es Leute, die Jude als Beleidigung gesagt haben. Also, Ja. genau, also deswegen, das war einmal so eine Begegnung und dann halt Geschichtsunterricht. Da hat man halt so historisch, das sind jüdische Personen, das ist mit denen passiert. Sie leben anscheinend nicht. Also das war irgendwie so ein bisschen das, woraus... genau, also beziehungsweise das sind keine Personen, die zur heutigen Zeit so... Irgendwie noch da Genau, sind. beziehungsweise man weiß nichts über ihr Leben. Und dann irgendwann mal, ich glaube, es könnte sein, dass ich sogar einfach gegoogelt habe, was die Übersetzung, weil ich mir nicht so sicher war. Und dann bin ich halt zu dem Fakt gekommen, okay, ich bin eine dieser historischen Personen. Aber ich bin nicht so wie die historischen Personen, beziehungsweise ich bin viel mehr. Also genau, also ich bin, also ja, also die Tradition, einfach dieses familiäre, einfach so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Also du lebst das, auch ein anderes Leben als die Person, Genau. die in der Geschichte Genau. da vorgeführt Genau, wurde. und also meine Oma hat sich mit mir zusammengesetzt und hat nochmal so unsere Familiengeschichte mir erzählt. Und ich dachte die ganze Zeit im Hinterkopf, okay, wann kommen wir an den Punkt, den ich kenne aus dem Geschichtsunterricht? Und der kam nie. Und dann dachte ich mir so, okay, es gibt nicht nur jüdische Personen quasi aus dem Deutsch- oder Geschichtsunterricht, sondern wir sind also sowjetische Juden. Und wir haben halt eine komplett andere Geschichte, die halt auch nicht so rosig ist. Aber es ist halt nicht so... Kein Holocaust oder Genau, Shoah. genau. Und ich finde, man wird auch, wenn Leute erfahren, dass man jüdisch ist, wird man auch irgendwie nicht verantwortlich, aber wird man irgendwie zu einer Stellungnahme, also man wird dazu gezwungen, quasi eine Stellungnahme dazu zum Holocaust zu nehmen, obwohl ich und meine Familiengeschichte eine total andere ist und wir damit nichts zu tun haben. Eher mit so sowjetischen, eher so mit der Sowjetunion, mit wie ging es da den Juden in der Sowjetunion. Ja. Und das war ja da auch so Verfolgung und Diskriminierung, Antisemitismus, das war alles, aber es war halt eine andere Geschichte, ein anderes Antisemitismus in dem Sinne, eine andere Herangehensweise an das Thema. Und genau, aber Leute kennen das hier nicht. Ja, und die verstehen halt eben auch nicht, dass wir damit nichts zu tun haben. Genau. Und dass wir vielleicht schon eine Meinung dazu haben, aber jetzt nicht unbedingt, dass die sehr wichtig ist. So in dem Kontext, wo man darüber redet oder Genau, so. wir haben halt keine Verbindung im Endeffekt. Also Ja. doch in gewisser Weise schon. Natürlich, wir wissen, dass wir halt auch im Holocaust uns das nicht gut gehen würde. Ja. Aber dass halt keine Familiengeschichte sozusagen mit Ja. der Shoah irgendwie zusammenhängt. Genau. Ja, und aber genau, wie ihr meintet, also bei uns war das ja auch so, dass es halt Vertreibung aus wahrscheinlich Weißrussland und halt Polen sein kann und dass die dann halt dadurch halt auch in Russland gelandet sind. Also man weiß halt auch, das ist halt auch dieses Ding, man weiß halt auch voll vieles nicht. Ja, ne? also Ukraine ist ja so ein Ja, bei also uns bei uns sind unsere jüdische Familie kommt aus der Ukraine. Ah, bei ja. uns. Ja. Und also da waren... Aber unsere Familie wurde noch vor dem Krieg ist von dort. Sie hat es geschafft, ausgewandert. genau. Sie hat es Ja, geschafft. weil, noch. während der Revolution in Russland halt. Genau, und deswegen hat sie sozusagen, als dann die Nazisoldaten sozusagen in die Ukraine einmarschiert haben, war unsere Familie schon in Usbekistan und hat der Verfolgung sozusagen schon früher Ja, entflohen. Und genau, aber da waren ja auch in der Sowjetunion anderes Antisemitismus, Repression. wie zum Beispiel nicht alle Juden durften studieren. Und es gab eine bestimmte Prozentquote an Unis, sowie Judenquote sozusagen, dass ein bestimmter Prozent der Studenten jüdisch sein darf. Und deswegen an manchen aber auch Unis, in so berühmtesten sowjetischen Unis, konnte man auch gar nicht Ja, rein. Es in gibt auch Moskau Geschichten. sowieso nicht, glaube ich. Genau, es gibt Das ist ja auch einer der Gründe, warum also unsere Eltern, also meine Mutter und dein Vater sind ja Geschwister und die haben ja beide ihren Namen ändern lassen, also ihren Nachnamen ändern Genau, lassen. die haben den Nachnamen von unserer Großmutter angenommen. Und das ist eigentlich auch nicht ihr... Es ist halt nicht ihr richtiger, also ihr Vater so, also es ist halt ein Pilot, der die gerettet hat, aber genau, die durfte, also auch nur durch Connections ging das irgendwie, weil eigentlich ging das auch voll oft nicht. Und deswegen, die haben das halt geändert, weil sie hießen Ellinson und jetzt heißen die halt Konstantinova. Ne? Und dann ist das jetzt halt einfach ein anderer
also dann waren sie halt nicht mehr so jüdisch erkennbar. Bestimmt immer noch. Ja. Also bestimmt immer noch. Aber Dazu kann ich tatsächlich sagen, zu der Begegnung mit Maria, das Einzige, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, ob Maria jüdisch ist oder nicht, ist tatsächlich ihr Nachname. Weil der Nachname ist russisch und nicht so irgendwie jüdisch, wo man so vermuten könnte, weil unsere Nachnamen in der Ukraine hießen Juden tatsächlich so. Das ist ein ukrainischer Nachname, aber so Barinski, Barinskaja, das ist, die hießen. Ja, die Endung ist halt, das ist die Zugehörigkeit quasi zum Juden. Ah, okay. Also, nee, nicht unbedingt. Nee, also es gibt halt ganz oft. Ganz oft, ja. Also Leute, die so eine Endung und so einen Nachnamen haben, sind entweder ukrainisch oder jüdisch. Also da kann man zumindest unterscheiden. Hätte Maria zum Beispiel so einen Nachnamen, dachte ich, entweder ist sie Ukrainerin oder Jüdin. Aber da ich sozusagen, da ist sie wahrscheinlich Jüdin. Aber das war ein russischer Nachname und da habe ich so gedacht, okay, es könnte aber sein, dass vielleicht ihr Vater nicht jüdisch ist und ihre Mutter jüdisch und deswegen und so weiter. Und da habe ich so nachgedacht, deswegen. Aber das voll, macht genau, aber genau. weil sie es halt geändert haben, ja. Ja, und das ist ja auch nicht nur in der Sowjetunion, das ist auch in Europa passiert. Aber diese Geschichten sind natürlich auch ein bisschen verschwunden durch halt die Shoah. So. Genau, ich wollte noch mal ein bisschen zurückkommen auf die Schulzeit. Und zwar hast du es auch schon mal ein bisschen angesprochen mit Jude wurde als Schimpfwort benutzt in Deutschland. Aber auch irgendwie, also vielleicht so ein bisschen, wie waren eure Erlebnisse halt in der Schule? Und ich dachte halt spezifisch an, ihr hattet auch mal von einer Lehrerin erzählt, die halt einfach sehr offen auch antisemitisch war. Und wie war das? Ja, das ist die Lehrerin, da kann man Mascha, glaube ich, dazu also sagen. ich glaube, die war nicht spezifisch antisemitisch, die war so komplett rassistisch. Ja. Also ja, aber das ist dieser Moment, wo es ist nicht in meiner Klasse passiert, sondern in der Klasse von einer Freundin von mir. Und die hatten dann im Geschichtsunterricht anscheinend die Konzentrationslager behandelt. Und sie ist dann einfach einmal um die Klasse rumgelaufen und hat einfach auf die Menschen gezeigt und gesagt, also du würdest vielleicht in ein Konzentrationslager geraten, weil du so aussiehst. Okay, du hast blaue Augen, du würdest da vielleicht nicht reinpassen. Ja, bei dir weiß man das noch nicht genau, du siehst irgendwie zu dunkel aus. Und das ist halt in einer Schule passiert, wo der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund oder also ganz hoch ist. Über 90%. Über 90% eben. Und das ist die Schule gewesen, wo ganz viele Neuzugewanderte hingeschickt wurden, eben Anna und ich auch. Ja, weil es da auch Vorbereitungsklassen für Deutschunterricht gab. Ja, weil das ist so quasi eine Integrationsschule gewesen. Oder ist, beziehungsweise immer noch wahrscheinlich. Genau, ist sie. Ja, und das ist dann ziemlich krass. Und dann denkt man sich auch, wieso so eine Lehrerin dann in so einer Schule ist. Wieso überhaupt in so einer Lehrerin da ist, ja, aber genau, in der Schule, insbesondere in der Schule, genau. Ja, und eben, dass man du Jude also das habe ich auch miterlebt, dass man du Jude als Schimpfwort benutzt. Und da hatte ich auch schon ein bisschen Angst, auch selber zu sagen, ich bin aber eigentlich auch jüdisch. Ja. Das Sitting hier. Ja, ich bin es ist so, dass ich bin auf dieselbe Schule gegangen. Mascha hat dann gewechselt und ich habe da bis zum Ende durchgehalten sozusagen. Und da habe ich weiß nicht, du Jude habe ich vielleicht nicht so oft gehört, weil ich vielleicht ein bisschen älter war und es vielleicht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich habe das nicht mehr in meiner Parallelklasse, in meinen Klassen, auf der Klassenstufe gehört. Aber ich habe was anderes. Also es war 2014 und es gab ja den Konflikt zwischen Israel und Palästina zu der Zeit. Und da habe ich sehr viel eher so israelbezogenen Antisemitismus. Ich nicht so wirklich persönlich erfahren, weil ich mich nicht getraut habe, zu dem Zeitpunkt auch so zu sagen, dass ich jüdisch bin. Aber ich habe es gespürt, dass es nicht gut ist, darüber zu reden. Ich habe es gespürt, dass wenn ich das sage, wird es Hass gegen sich geben. Irgendwie werde ich was spüren. Also weiß ich nicht. Ich habe irgendwie so eine gewisse Gefahr gespürt, die irgendwie daraus ausgegangen ist.
Und und das war dann so, dass ich sogar in der Zeit dachte, irgendwie möchte ich in so einem Land nicht leben, wo ich nicht offen sein kann, wo ich nicht offen über mich erzählen kann, über einen Teil meiner Identität. Und das war dann so, dass ich sogar überlegt habe, irgendwie nach Israel auszuwandern. Also da war ich auch sehr, sehr jung, also was war so auch so Teenager-Zeiten. Aber trotzdem war ich da super traurig, als ich irgendwie auch in den Nachrichten, ich habe da auch schon Nachrichten mitverfolgt über Synagogen, die in Brand gesetzt wurden oder Hakenkreuze, die aufgemalt wurden. Und das hat mich irgendwie alles so mitgenommen und ich wusste irgendwie, ich konnte mich irgendwie nicht hier wohlfühlen, überhaupt nicht. Und das war eine Phase, jetzt habe ich ein anderes Umfeld, jetzt ist auch alles ein bisschen anders, aber das Gefühl blieb immer noch. Und genau, das war so der Punkt in der Schule, aber ansonsten hatten wir auch ein bisschen Geschichtsunterricht und das war so die Zeit, wo ich noch frei geredet habe darüber, dass ich so jüdisch bin und Jüdin bin, habe ich dann noch gesagt. Und das war auch so, dass Leute wussten nicht, was Antisemitismus ist. Ich wusste es und ich habe es dann so mich gemeldet und erzählt und war irgendwie so froh, okay, ich weiß das, also irgendwie es gibt etwas, was ich so ein bisschen erzählen kann, aber ich habe irgendwie gar nicht das erfahren, also das war nicht so Interesse so wirklich, wo ich so dachte, okay, also wie man so ein Geschichtsthemen sich interessiert, sondern es war, ich weiß nicht, ich habe so es gab ein Mädchen, die das gesagt hat, ja, Juden sind ja sehr gut in Banken oder irgendwie so diese Richtung, so wirtschaftliche, die sind ja sehr gut, die haben ja so viel Geld oder irgendwie so. Und ich dachte so, da war es mir auch noch nie so bekannt, dieses Vorurteil. Dieses Vorurteil, also ich habe schon gehört, aber nicht so wirklich, also das war das erste Mal, wo ich es wirklich von einer Person direkt gehört habe und dachte so, okay. Wo ist mein Geld? Wo ist mein Geld? Please give me money. Genau, also das war dann so und ich habe seitdem mich entschieden, okay, ich behalte das erstmal für mich und dann gucken wir mal, wie es weiterläuft, wie es sich weiterentwickelt und genau, das waren so meine Erfahrungen. Du warst auf einer anderen Schule danach und das war dann nicht mehr so. Ja, ich hatte die Erfahrung, ich war auf 3 unterschiedlichen Schulen hier in Deutschland. Über die erste würde ich, glaube ich, gar nicht reden, weil ich war da nur 2 Monate und ich war sehr klein. Aber ja, ich war erstmal auf derselben Schule wie Anna und dann habe ich irgendwann in der Mitte 8. Klasse, glaube ich, gewechselt auf eine andere Schule, die ein bisschen auch abseits vom Zentrum ist und in einem Stadtteil, wo ganz, ganz viele wohlhabende Menschen leben, die in Deutschland über Generationen leben, in Einfamilienhäusern, wo alles ganz schön ist und so. Und und da hatte ich eben nicht so viel von Antisemitismus mitbekommen, sondern eher eigentlich die gleichen Erfahrungen, wie Maria erzählt hatte, dass Juden Menschen aus dem Geschichtsunterricht sind. So, ja. Das ist so das. Oder halt auch also bei uns, ich war ja auch irgendwie immer in so wohlhabenderen Schulen, sage ich mal, und halt auch in Baden-Württemberg und alles, wo es halt auch nochmal, sage ich mal, weniger, also mehr einfach nur weißchristliche Deutsche gibt. So. Also ich habe das Gefühl, unsere Klasse, da waren 2 Muslime und ich und wir waren die einzigen 3, die halt wir durften nämlich aussuchen zwischen katholischer oder evangelischer Religion. Genau, man hatte eine Auswahl, aber wir haben beides nicht gewählt und wir waren halt, wie gesagt, aus diesem ganzen, also das waren 4 Klassen. Und aus allen 4 Klassen waren wir die einzigen 3, die halt nicht weder in evangelisch noch in katholischen Unterricht gegangen sind. Und da war halt dort halt entweder so Sachen wie halt jüdische Nase oder sowas, habe ich halt oft gehört. Oder halt dann auch auf der anderen Schule, auf der ich war, wo es halt auch wohlhabend war, sage ich mal, da war es halt auch viel mit Sparfuchs oder so, weil man hieß dann, ich glaube hier, also es ist unterschiedlich, was du Jude heißt, in verschiedenen Kontexten, aber in dem Kontext, in dem ich da aufgewachsen bin, war das meistens, du gehst knauserig mit dem Geld um und deswegen bist du ein Jude.
So, und das war dann halt irgendwie so dieses Vorurteil, was du da Auf meiner Schule war es ein bisschen anders, war das eher so israelbezogener Antisemitismus und es war dann du Jude mit so viel Hass irgendwie und ich weiß es gar nicht. Das hat mich auch sehr gestört da. Ja, aber das mit dem sparsam mit Geld umgehen, das kenne ich aus dem russischen Kontexten so zumindest. Also in russischen Kreisen wird es halt auch so als ein Witz gesagt. Als Witz gesagt, genau. Ja, aber unser Vater scherzt da auch manchmal so aber ich weiß aber es nicht. Ich weiß nicht, für mich klingt ist auf Russisch mehr harmloser irgendwie als auf Deutsch. Ja, das ist halt nicht, es ist nicht mit so einem super negativen Kontext oder sondern ich weiß es nicht. Das ist vielleicht ist es einfach so, dass bei uns in der Familie damit einfach so locker umgegangen so mit den Witzen umgegangen ist. Und das wissen wir auch. Das ist ja auch ein anderer Umgang oder so. Für einen selbst ist es ja immer was anderes, so mit so eigenen. Genau. Ich würde aber jetzt noch mal ein bisschen mehr zu den jüdischen Gemeinden gehen wollen, weil wir haben auch schon so ein bisschen das angesprochen oder ihr habt einmal gesprochen, ihr seid auch also väterlicherseits jüdisch. Und bei uns ist es ja auch, also wir sind eine Familie, aber trotzdem, also bei dir ist es dein Vater, bei mir ist es meine Mutter. Und wir haben halt dadurch so sehr andere Erfahrungen auch gemacht, so im Kontext zu, wie wir von der Gemeinde angenommen werden. Wollt ihr vielleicht generell auch so ein bisschen erzählen dazu? Oder vielleicht auch die Frage, fühlt ihr euch in jüdischen Gemeinden wohl? Also ich kann anfangen. Also ich habe nicht so große Erfahrung mit jüdischen Gemeinden. Also einfach, ich glaube, bei mir halt meiner Familie, also mein Vater, meine Mutter, haben da jetzt nicht so aktiv uns da in jüdische Gemeinden gesteckt. Genau, beziehungsweise wahrscheinlich ist es auch in Hamburg so ein bisschen ein anderes Thema. Genau, also ich war also da, wo unsere Großeltern gelebt haben, da war ich ein paar Mal in der Synagoge. Also 2 von den paar Malen war nach der Beerdigung. Und ja, da gab es auch so von den jüdischen Mitgliedern meinten ein paar, ja, man braucht Religion im Leben. Du kannst doch dann der Synagoge bei euch im Kreis beitreten. Ich habe ganz höflich Nein gesagt. Aber ja, also irgendwie hatte ich da, also die paar Mal, die ich da war, hatte ich so den Eindruck, dass es so vor allem so ältere Menschen sind, so ältere sowjetische Menschen. Also kommt natürlich wahrscheinlich auch auf die Gemeinschaft an. Aber ja, das war irgendwie dann nicht so das Umfeld, wo ich meine Freizeit verbringen wollen würde. Genau, also ich hatte nie so diesen Austausch mit gleichaltrigen jüdischen Personen. Deswegen kann ich jetzt nicht dazu sagen, ob mir das jetzt super viel gefehlt hat. Also weil ich leider nicht weiß, wie es ist. Ja, genau. Aber ihr habt, glaube ich, ein bisschen mehr Erfahrung. Ja, ich glaube, Anna noch mehr als ich. Ja, also bezüglich Gleichaltrigen und bezüglich, genau. Also ich war in Usbekistan seit, ich glaube, seit ich 11, also mit 11 habe ich angefangen, sozusagen mich in diesen jüdischen Communities und in Kreisen zu bewegen irgendwie. Das war durch unseren Vater. Er hat irgendwie von einem Mitarbeiter von ihm, also in Usbekistan gibt es relativ viel oder gab es früher relativ viele jüdische Personen. Beziehungsweise in der Sowjetunion. In der Sowjetunion, aber genau. Aber Usbekistan, weil eigentlich auch Usbekistan, also Taschkent ist die Hauptstadt, ist auch die Stadt, wo wir herkommen. Da durften auch Juden studieren. Also das ist, glaube ich, so, weil in Moskau, auch in der Hauptstadt, durfte man nicht studieren. Und in Taschkent gab es eigentlich relativ gute Unis zu der sowjetischen Zeit. Genau, und deswegen gibt es viele jüdische Personen in Taschkent, die dann wegen des Studiums oder so. Zum Beispiel, oder allgemein. Und unser Vater hat dann von seinen Mitarbeiter erfahren, dass sein Sohn in die jüdische Gemeinde geht. Und dass er dort irgendwie so an Summercamps teilnimmt zum Beispiel oder so an einem Programm. Es ist bei uns in Usbekistan gab es dann so am Wochenende ein Programm für Kinder. Man hat irgendwie so Hebräisch gelernt, Englisch gelernt, Computerkurse gehabt, irgendwelche traditionellen Sachen gemacht, so jüdische, weiß ich gar nicht, Schach gab es da auch. Zeichnen, Malen, alles mögliche, was so Kinderprogramm sozusagen. Und für viele Kinder in Usbekistan, da sie aus auch armen Verhältnissen kommen, war das eigentlich eine sehr, sehr tolle Sache, weil die haben sich da auch sehr wohl gefühlt, die haben da Freunde gefunden und man hat da
aus deswegen aus ganz verschiedenen Schichten Kinder kennengelernt. Und dadurch, dass wir eher zu einer wohlhabenderen Familie gehörten, war das für mich auch etwas Neues. Und am Ende fühlten wir uns wie verwandt, wie eine Familie, obwohl wir uns nur 10 Tage kannten. Und seitdem bin ich dann jedes Jahr, bis auf, glaube ich, ein Jahr, wo wir dann unsere Oma in St. Petersburg besucht haben, jedes Jahr dort gewesen. Und es war dann so, dass man am Ende des Summercamps fragt, na, kommst du nächstes Mal? Bist du nächstes Mal dabei? Und das ist dann, weil manche Menschen kamen nur zu dem Summercamps, weil die auch aus anderen Städten gekommen sind. Und manche Menschen waren aber auch sonntags dabei in der Gemeinde. Und man hat sie dann sonntags gesehen, wenn man auch sonntags da war. Und irgendwie kannte man dann so mehr und mehr Menschen aus der Gemeinde, also vom Klein an sozusagen. Also so mit 13, 14 kannte ich schon die Menschen, haben wir schon so ein bisschen über die Familien gelästert oder über was auch immer, also wer was so Teenager machen gerne. Und das hat mir einfach super viel Spaß gemacht. Ich fühlte mich einfach sehr, sehr wohl, weil da war auch jeder willkommen, egal welchen jüdischen Bezug du hattest, egal ob du jetzt väterlicherseits, mütterlicherseits oder deine Großeltern vielleicht irgendwie. Oder die Urgroßeltern. Oder die Urgroßeltern jüdisch waren. Also war das egal. Also es gab da usbekische Menschen, die eher so Islam eigentlich als Glaube hatten. Es gab da auch eher Menschen, die also weniger russisch-orthodox waren, auch so weniger. Meistens gab es da auch natürlich Menschen, die eher entweder nicht religiös, aber irgendwie so jüdischen Bezug hatten wie wir oder die wirklich auch jüdisch-orthodox religiös tatsächlich also teilweise waren. Und genau, und tatsächlich habe ich immer noch Kontakt zu vielen Menschen aus usbekischen jüdischen Gemeinden. Die meisten sind auch in Israel oder in Russland jetzt. Genau, aber hier in Deutschland konnte ich das leider nicht so erleben. Also ich habe versucht, mich bei der jüdischen Gemeinde der Jugendlichen auch zu melden in der Schulzeit. Ich war da 1 oder 2 Mal da, aber ich fühlte mich da überhaupt nicht wohl. Irgendwie auch nicht so ganz willkommen, weil da waren die meisten Menschen, die hier geboren sind, die waren auch ein paar Jahre jünger als ich und hatten vielleicht anderes im Kopf, ich weiß es nicht genau. Aber das war auch so, ich fühlte mich da irgendwie so wie ein Fremder. Und nach, glaube ich, 2 Mal dort habe ich beschlossen, irgendwie, ich glaube, ich gehe da nicht hin. Ich war dann auch auf der Glid, auf der Reise in Israel, habe da auch ganz, ganz viele jüdische Menschen aus Deutschland getroffen, hatte tatsächlich irgendwie sowas Ähnliches wie dieses Gefühl der Zugehörigkeit, aber das war trotzdem mit so einem, ich weiß nicht, einem bestimmten Unterton der Exklusivität. Und ich fand das überhaupt nicht gut und dachte, nein, also irgendwie möchte ich damit nicht so viel zu tun haben. Irgendwie mag ich nicht, ich bin zu einer ganz anderen, zu einer Offenheit gewohnt. Ich bin nicht dazu gewohnt, dass man sich irgendwie so exklusiv, weiß ich gar nicht. Das ist super schwierig zu beschreiben. Ja. Und was auch noch da war, war, dass wir ja väterlicherseits jüdisch sind. Und deswegen wurden wir hier in Hamburg zumindest nicht wirklich angenommen, sondern man wollte nur unseren Vater nehmen, weil er nach Halacha jüdisch ist sozusagen. Und das kann Mascha vielleicht mehr erzählen, weil ich die Geschichte nicht mehr so gut weiß. Ich glaube, du kannst besser. Wir hatten da auch eine witzige Geschichte, weil wir sind gewohnt, dass man in die Gemeinde geht und da dir geholfen wird eigentlich, auch mit Dokumenten, mit irgendwie Krankenkassensachen, sowas. Und wir sind dann frisch nach Deutschland gekommen. Keiner konnte in der Familie, außer vielleicht Anna, ein bisschen Deutsch reden. Und dann ist Papa in die orthodoxe, oder war das die liberale? Das war nicht die liberale, das war nicht die liberale. Weil es gibt ja 2, glaube ich, Gemeinden in aber Hamburg. Aber die eine ist groß und die andere ist ganz klein. Ja, genau. Und die große ist die orthodoxe. Ja, genau. Und der ist dann in die Gemeinde gekommen, weil sein Onkel, der hier auch in Hamburg damals gelebt hatte, der ist da auch ein Mitglied in der Gemeinde. Der ist über 90, um so zu sagen, also nach dem Alter gewesen zu der Zeit. Ja, und Papa ist halt hingekommen und meinte so, ja, wir bräuchten Hilfe zum Übersetzen, Dokumente übersetzen und vielleicht könnten die uns sagen, wo wir hingehen können und irgendwie so allgemein einfach so
was passiert hier in Deutschland? Ja, genau, so erste Anlaufstelle, dachten wir, wäre die Gemeinde. Und die Frau hat ihn so angeguckt, das war so eine, also wie Papa erzählt hat, das war so eine typisch sowjetische Frau, so eine Bürofrau, die total bürokratisch irgendwie drauf ist. Und sie meinte so, ja, wir können sie in die Gemeinde einnehmen, ihre Töchter aber nicht. Mein Papa meinte so, ja, okay, es ist okay, wir brauchen Hilfe zum Übersetzen. Nein, einen Übersetzer haben wir hier leider nicht, aber wir können vom Roten Kreuz Kleidung anfragen, wenn Sie wollen. Danke. Und dann war das auch. Da war es dann auch vorbei, so bei Papa auch mit der jüdischen Gemeinde. Das war ja auch so, dass er gefragt hat, ob wir in die jüdische Schule, in diese Talmud-Torah-Schule gehen dürfen. Und dann hieß es nicht. Genau, die haben dann das erste so, der hat gesagt, ja, also ich bin jüdisch, ich habe jüdische Wurzeln, also ich bin Jude. Und dann haben sie gesagt, darf ich meine Kinder dann in die jüdische Schule schicken? Und die haben zuerst gefragt, und wer ist ihre Mutter? Und Papa hat dann so als Scherz, ihre Mutter ist leider Goyim oder irgendwie sowas, Goyim. Und das war dann so, oh nee, das wird dann nicht funktionieren, sie dürfen da nicht rein. Ja. Und genau, da war es einfach vorbei. Also Papa kam immer nach Hause und hat irgendwie gesagt, ich gehe da nicht hin, ich werde nichts damit zu tun haben. Und die haben ja noch gesagt, dass sie ihn noch kontaktieren würden, falls irgendwie die Hilfe, so Übersetzerhilfe da ist oder so. Also sind jetzt 10 Jahre vergangen. Bis jetzt keine Antwort. Alles klar. Danke für die Hilfe. Ja, das ist auch echt, also wir haben zwar vielleicht auch nicht viel erlebt, weil wir auch immer, wenn wir bei der Beerdigung waren, mussten wir halt oben sitzen. Ne? Das ist halt auch immer das, was ich nicht kannte aus den USA. Und da ich bin nie in so eine orthodoxe Synagoge reingegangen. Da saßen wir immer alle zusammen vorne, was ich halt auch eigentlich erwarte. Ich finde es auch eigentlich wirklich schlimm mit dem oben sitzen. Also es ist voll das unangenehme Gefühl, vor allem wenn es die Beerdigung von den eigenen Großeltern ist. Und dann saßen wir halt oben und dann saßen aber halt unsere Brüder halt unten. Und bei unseren Brüdern kam halt dann eine Person, ich weiß nicht, wer er war, aber er hat dann die halt beide gefragt, ob ihre Mutter jüdisch ist. Also bei der Beerdigung, mittendrin. Und dann war mein Bruder so, ja. Und ihr Bruder war so, nein. Und dann hat mein Bruder einen Schal bekommen und ihr Bruder halt nicht. Und das war auch so eine richtig... Also dann lasst es einfach. Also so richtig, es geht hier gerade um die Beerdigung von unseren Großeltern. Warum macht ihr das so auf? Auch? Und dann dachte ich halt auch so, okay, jetzt bin ich sogar mütterlicherseits jüdisch. Was ja hier, also in den USA, habe ich mir nie gefragt, ob das jetzt väterlicherseits oder mütterlicherseits, es war so egal. Es hat niemanden interessiert. Und hier ist es so ein Ding, also ich habe das echt, also das ist überhaupt, also so, auch so ganze Diskussionen, wo man sich halt auch denkt, wozu eigentlich so. Und dann wollte ich mich ja auch mal bewerben halt, oder ich wollte in die jüdische Gemeinde in Berlin. Und dann habe ich da halt auch angefragt. Und dann meinten die ja auch so zu mir, ja, wir bräuchten jetzt bitte die Geburtsurkunde nicht nur von deiner Mutter, sondern auch von also genau, ich habe die Geburtsurkunde meiner Mutter und den Ausweis, dass meine Oma in der jüdischen Gemeinde in Heidelberg ist. Da waren sie so, das reicht nicht, wir brauchen auch die Geburtsurkunde von ihrer Oma. Da war ich so, okay. Habe ich die Geburtsurkunde von meiner Oma rausgeholt. Dann waren sie so, nee, das geht leider nicht, weil die Geburtsurkunde wurde 1991 ausgestellt. Das funktioniert nicht, da gab es auch viele Fälschungen. Ich so, okay, was soll ich denn jetzt machen? Die so, ja, Geburtsurkunde ihrer Oma. Ich so, ja, es tut mir leid, aber die besitze ich leider nicht, die habe ich nicht. Die so, ja, Sie können das war in April 2020. Ja, Sie können ja nach Russland fliegen, in Corona-Zeiten, und auf das Grab gehen von Ihrer Uroma und wenn das abfotografieren und wenn da ein Davidstern drauf ist, dann dürfen Sie in die Gemeinde. Und ich war so, okay, danke für nichts. Ich weiß noch nicht mal, ob meine Uroma ein Grab hat. Also ich weiß halt nichts darüber. Also es ist auch wirklich so dieses, wie soll ich das herausfinden? Also ich war auch so, danke, dann gehe ich halt nicht in die Gemeinde. Also es gibt auch noch andere, ich kann da bestimmt irgendwie noch das versuchen. Und das hat sich jetzt erstmal so ein bisschen für mich vermiest auch, weil ich ja auch dachte, selbst wenn es mütterlicherseits ist, so, ne? Selbst dann, die gucken so krass drauf, warum auch immer. Also es macht noch nicht mal Sinn. Also es ergibt keinen Sinn für mich.
Und ja, irgendwie war das halt auch voll dieser Moment, als es halt auch diese Diskussion gab mit Maxim Biller und Max Czolek, wo es dann hieß, okay, wer ist jetzt Jude und wer nicht. Das kann doch nicht sein, dass wir diese Diskussion noch auch so öffentlich austragen und halt immer noch so führen. Ja, also ich habe die beiden Artikel, also ich habe den Artikel von Maxim Biller gelesen in der Zeit und war dann so verunsichert, weil es kam ja von einem Juden, von einer jüdischen Person, der Artikel über Max Czolek. Genau. Ich kenne Max Czolek ich kenne ein paar Sachen von ihm, ich kenne ein paar Bücher, die Bücher von ihm. Und soweit ich weiß, macht er sehr viel gegen Antisemitismus in Deutschland. Ja. Genau. Und ich finde, ich war da einfach super überrascht, dass es überhaupt so eine Diskussion gibt. Und auch in Bezug darauf, dass ich ja auch so Vaterjüdin bin in dem Sinne. Und ich dachte, wenn wir jetzt auch innerjüdische Diskriminierung, Antisemitismus, dann wo kommen wir überhaupt hin? Ja. Also wo gehen wir überhaupt hin? Was passiert da? Ich war auch sehr verunsichert sozusagen, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe, weil ich dachte so, okay, aber wir sind ja nach Deutschland gekommen, auch eben weil wir auch so jüdische Wurzeln haben. Ja. Und ja, also vielleicht sollte man hier sagen, dass wir sind nach Deutschland gekommen, weil es ein Programm gab, dass man jüdische Kontingentflüchtlinge. Ja, genau. Wir auch. Genau, wir auch, ja. Genau. Und da ist es dann so, ist dann meine ganze Geschichte, sind meine ganzen Erfahrungen dann einfach gestrichen. Ja. Alles, was ich so in der jüdischen Community gemacht habe. Wer bestimmt das? Warum ist das dann? Also ich war auch sehr verunsichert, muss ich sagen, nachdem ich diesen Artikel gelesen habe. Dann gab es noch einen Artikel in der Zeit, so wie eine Antwort auf den Artikel von Maxim Biller. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer das geschrieben hat. Auf jeden Fall nicht Max Czolek. Und der Artikel, ich konnte bei jedem Satz unterschreiben, weil der hat es so gut beschrieben. Vor allem, weil der Autor hat dann gesagt, ja, es geht ja nicht darum, es geht ja sozusagen um den Antisemitismus. Ja. Und der hat auch genannt, es gibt sehr viele jüdische Menschen, die nach Deutschland, die aus der Sowjetunion nach Deutschland gekommen sind und eben Vaterjuden sind. Und wären wir jetzt vor 70 oder 80 Jahren, würden wir jetzt auch als Jude gelten und würde der Antisemitismus auf uns sich auch ausbreiten, egal ob wir Vaterjuden oder Mutterjuden sind. Und einer Person zu sagen, du musst Halacha machen und dann erst bist du jüdisch, das ist, also ich finde, das grenzt richtig aus und das relativiert auch den Antisemitismus, finde ich. Du bist nicht jüdisch, das ist kein Antisemitismus. Genau, also. weil wir haben ja alle davon erzählt, wir haben ja alle Antisemitismus-Erfahrungen hier gemacht und die sind jetzt auf einmal verschwunden. Dadurch, das ist halt auch dieses Ding. Ja, unter Juden sozusagen. Unter Juden. Und aber was wir ja auch alle gesagt haben, unser Bezug zu jüdisch sein ist ja unsere Familie auch ganz oft. Und also wenn ich an jüdisch sein denke, denke ich halt vorwiegend oder als allererstes an Familie. Und dann da zu sagen, also auf einmal, diese Familie ist halt getrennt und halt nicht jüdisch, Ja. Also als würde man das dann in den Kopf gehen, nee, wir feiern ja auch zusammen und alles. Also das ist ja das, was man Judentum im Endeffekt ausmacht. Dann eben diese Tradition, die man zusammen mit der Familie feiert. Und dann da zu sagen, okay, nee, das geht jetzt da, die Person darf jetzt nicht rein oder gehört nicht in den Club oder sowas. Und halt auch dürfen die sich das rausnehmen. Ne? Also das ist ja auch nur eine Auslegung des Judentums. Die orthodoxen Gemeinden sagen nicht, was jetzt jüdisch ist und was nicht. Die haben ja nicht das Bestimmungsrecht. Also warum wird ihnen auch diese Macht halt auch in den deutschen Medien oder so zugetragen? Ne? Also der Zentralrat der Juden, also Josef Schuster hat ja auch da gesagt, Max Czolek sei ein Modejude. Was halt auch schrecklich ist, dass er das gesagt hat. Ne? Und das sind einfach so Sachen mit Deutschland, wenn es darum geht, okay, wen fragen wir wegen jüdisch sein? Wir gehen zum Zentralrat. So, und der Zentralrat verbreitet dann solche Meinungen. Ja. Und das ist
ist halt etwas, was wir eigentlich auch wieder ändern sollten, weil die meisten oder wir alle sind ja nicht in Gemeinden. Ja, und vor allem hier in Deutschland habe ich das Gefühl, sind die meisten, die in Gemeinden drin sind schon irgendwie religiös. Ja. Und wobei ganz viele aus meinem Umkreis, von denen ich weiß, dass die jüdisch sind null religiös. Ja. Oder sind zum Beispiel auch russisch-orthodox. Und nicht in der Gemeinde. Und nicht in der Gemeinde, ja gut. Aber ich meine, dass die auch nicht vertreten werden dadurch, weil die Gemeinde eben ihre Interessen vertritt. Ja. Und wenn man jemanden Modejude nennt und der eigentlich so viele Meinungen auch vertritt, also ich meine, also es gibt ja sehr, sehr viele Vaterjuden in Deutschland, wenn man so was anguckt, also wir sind 3, hier sitzen 3. 75%. Genau. Und, Wahrscheinlich eine realistische Darstellung von, wie es wirklich aussieht. Und ich meine, also es geht in Deutschland leider nicht anders, oder ich weiß es nicht, leider, also dass man auch jüdische Wurzeln hat und sich in dem Sinne, also sozusagen dass es Vaterjüden auch das Recht haben, sozusagen. Und also bei mir geht es um Antisemitismus eher, als um irgendwie Religiöses, ob man jetzt zu Judentum gehört oder nicht, weil ich auch frei sage, ich bin nicht religiös. Ja. Sind eher Traditionen. Und Antisemitismus besorgt mich auch und betrifft mich in dem Sinne auch. Und der wird auch jeden Vaterjuden betreffen oder jeden, der vielleicht so der so aussieht, wie jüdisch aussieht, sozusagen. Die Person werden nicht fragen, ist deine Mutter jüdisch, bevor sie dich beleidigen? Genau. Oder irgendwas Komisches sagen. Und das einfach als Modejude zu Voll. Und das würde ich auch sagen, so, es gibt sowas wie Vaterjuden eigentlich. Also für mich, von meiner Seite gibt es das nicht. Es sind alles jüdische Menschen. Okay. Genau. Also jedes Mal, wenn wir den Begriff sagen, ist es in Anführungszeichen. Genau, Ja, voll. genau. Nee, aber das ist ja auch wichtig, dass wir da, dass wir das nochmal. Okay, jetzt kommen wir zu unserer letzten Frage. Und zwar auch so ein bisschen wir haben jetzt irgendwie sehr vieles Verschiedenes gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie ist es in Gemeinden hier, wir haben darüber gesprochen, wie ist es in Usbekistan und was für Schwierigkeiten es halt auch in den Gemeinden gibt. Deswegen auch die Frage an uns alle, was wünschen wir uns überhaupt von jüdischen Begegnungsorten? Weil es ja auch ein Problem ist, dass wir oft isoliert sind, oft alleine sind, dass ja auch noch durch Zufall ihr euch überhaupt treffen konntet und sowas. Also eigentlich wäre es voll wichtig, dass es mehr jüdische Begegnungsorte gibt. Aber die Frage wäre, wie sehen die aus? Vielleicht auch der Wunsch. Ich glaube, ich hätte gerne sowas, wie es in Usbekistan eben gab. Weil ich war hier auch, also ich war ganz wenig in den Gemeinden in Usbekistan, ich war hier auch super wenig unterwegs, aber ich war eben wie Anna und wie du auf der Taglit-Reise und habe dann da ganz viele Begegnungen mit den in Deutschland lebenden jüdischen Menschen gehabt. Und ich habe das Gefühl, dass ganz oft es eher zur Ausschließung von Menschen führt, anstatt von Zusammenhalt in den Gemeinden, weil man eben ganz viel schaut, wo man herkommt, in welchen Kreisen man ist. Also ich war während meiner Taglit-Reise hatte ich ganz, ganz viele Menschen aus Berlin und die Gemeinde in Berlin ist eben riesig und es gibt mehrere und die kannten sich auch alle gegenseitig und es hieß irgendwie auch, dass die kannten sich gegenseitig und ich war ganz neu und ich war auch ein bisschen jung und schüchtern. Und ich hatte da mich schon ein bisschen ausgeschlossen gefühlt, weil ich eben nicht in der Gemeinde bin. Und ich hatte auch das Gefühl, dass übertragen wurde, dass, okay, wir sind jetzt alle jüdisch, wir sind so cool und alle anderen sind nicht so cool wie wir, nur weil wir jetzt alle zusammen hier sind. So, weil ich finde, das ist eine totale Ausschließung von allen anderen auch. Und ich glaube, ich hätte schon gerne eine Gemeinde, die dich unterstützt, egal ob du Vater, Mutter Jude bist, woher du kommst und welchen jüdischen Anteil du hast. Eben die dich dann, wo du ein sicheres Ort hast, um dich auszuleben, wo du hingehen kannst, um Traditionen zu
fühlen und irgendwie Feiertage zu feiern zum Beispiel. Menschen zu treffen. Menschen zu treffen, genau. Menschen zu treffen, die dieselben Erfahrungen hatten wie du. Ja, oder so in der Familie oder auch nicht nur dieselben Erfahrungen, nicht unbedingt. Vielleicht, also so wie ich das, genau, also ich würde komplett unterschreiben, so wie ich das auch von Usbekistan, von der Gemeinde dort kannte, wir hatten da alles Mögliche. Also wir hatten da Juden, bukharische Juden, das ist ja auch hier so eine ein bisschen eine ganz andere Weise, das Judentum und das Jüdischsein auszuleben. Wir hatten da Vielleicht ganz kurz, wir sind alle aschkenasische Juden. Ja, genau. Genau, wir hatten da komplett jüdisch-orthodoxe Menschen, die da sehr, sehr religiös waren und auch ihr Leben auch so gestalten wollten. Also schon so mit Teenage-Alter sozusagen, weniger, aber wir hatten da Menschen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben und einfach da waren, weil es Spaß gemacht hat. Und wir hatten Menschen, die irgendwie religiös waren, aber noch nicht wussten, wie genau sie religiös sind. Also alles Mögliche. Und dadurch konnten wir uns irgendwie austauschen und voneinander lernen und miteinander lernen und auch irgendwie Entscheidungen treffen. Und auch, also wir haben auch ganz viel in Usbekistan über die jüdische Vergangenheit gesprochen, auch über die Shoah gesprochen, auch über noch frühere jüdische Vergangenheit gesprochen, über die Feiertage, über alles Mögliche. Und da fühlte man sich einfach wohl und es war für mich eine Bereicherung, einfach eine Bereicherung, weil ich noch eine andere Seite oder viele andere Seiten kennengelernt habe. Und ich muss sagen, mir fällt das hier, weil ich das hier sehr, sehr gerne hätte. Und genau. Und ich glaube noch dazu, dass eben es gab das Gefühl, dass man willkommen ist und dass man auch ankommen kann. Also das war so ein sicherer Ort irgendwie. Und ich glaube, das fehlt hier total, weil also ganz viele jüdische Menschen hier in Deutschland sind nun mal Ausländer. Und als Ausländer wirst du schon sowieso irgendwie ausgegrenzt in manchen Sachen. Und dann wäre es schön, so einen Ort zu haben, wo man hingehen kann und egal, wo du herkommst, dass du da aufgenommen wirst. Und das ist leider nicht der Fall jetzt. Ja. Und ich meine, so wie ihr es erzählt, also ich konnte nicht solche Erfahrungen haben, aber auch einfach so diese Atmosphäre, von der ihr erzählt, dass man so offen sein konnte und quasi dann so auch jüdische Begegnungen öfter dann hat, weil man offener zeigt oder offener sagen kann, dass man jüdisch ist. Ja. Weil dass wir einander irgendwie kennengelernt haben und halt auch so herausgefunden haben, dass wir jüdisch sind, ist so unwahrscheinlich, dass es passiert, weil es einfach so ein Thema ist, wo man am liebsten einfach gar nicht drüber redet, beziehungsweise es einfach irgendwie so die Atmosphäre dafür nicht da ist. Ja. Also ich glaube, wenn schon irgendwie so wenn es eine andere Atmosphäre einfach generell in der Gesellschaft dazu geben würde, dann könnten mehr Begegnungen stattfinden, was halt so dieses Alleinsein und dieses Abgrenztheit innerhalb der Familie, weil für mich war jüdisch sein, hat bei der Familie geendet. Ja. Und das war's. Und ich hatte halt nie so Erfahrung mit anderen jüdischen Personen. Ja. Und das würde ich mir wünschen, dass man halt zu denen öfter kommen kann, indem man öfter darüber redet. Genau, das macht ja auch irgendwas, also irgendwie mehr um zu verstehen, was genau bin ich, weil du lernst dann so viele verschiedene Menschen kennen und entscheidest für dich, okay, das passt mir doch nicht so, da bin ich dann doch nicht so dabei, aber und kannst mehr für dich auch irgendwie zu deiner Selbstidentifikation, das kann sehr viel beitragen, als wenn man genau einfach isoliert ist von der Gesellschaft sozusagen, ja. Und ich glaube, da hätte man auch mehr Mut gehabt, zu sagen, dass ich bin jüdisch und das mehr auch nach außen zu tragen, weil man die Unterstützung hat von anderen Menschen, die genau das Gleiche fühlen und denken wie du. Ja. Oder halt auch ein bisschen anders. Genau, genau. Also ja, und das ist dann in Bezug auf so wir haben ja jetzt gesprochen so über die innenjüdische und in Bezug auf die deutsche Gesellschaft dann vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob das sich je irgendwann ändert und wahrscheinlich ist es auch ein super, super langer Weg und da hat man sehr viel zu reden miteinander. Einfach
dass es nicht mehr so komisch ist. Ja. Dass es nicht mehr so komisch ist irgendwie, wenn ich sage, ich habe jüdische Wurzeln. Ich bin eine Jüdin. Oder das einfach wirklich zu sagen, ich bin eine Jüdin. Ja. Und dann kommt nicht das unangenehme Schweigen. Ja, Genau. Also, weil das war so, dass ich in Usbekistan konnte ich sagen, ich bin zur Hälfte Jüdin und dann zu anderen Vierteln, Hälften, Teilen dann das und das und das. Und das war halt komplett normal, weil wir auch andere Menschen hatten, die sagen, ich bin zur Hälfte Koreanerin, ich bin zur Hälfte Russin, ich bin komplett Usbekin oder was auch immer. Also so. Und das war einfach ganz normal. Und hier fällt mir dieses darüber zu reden, was Ethnizitäten alles sind. Also, weil hier versteht man das eher so als Nationalität oder irgendwie so. Man redet einfach gar nicht in Deutschland so darüber. Und das wäre aber eigentlich auch super interessant, weil das auch eine total interessante Geschichte der Person ist und den Verfahren, also den Vorfahren, genau. Ja. Genau, also sozusagen auch Familiengeschichte und alles. So. Ja. Wir hatten zum Beispiel auch Freunde, denen wir irgendwie so erzählt haben, ja, wir sind jüdisch. Und dann kam so dann mussten wir denen erzählen, okay, wir sind aber nicht religiös. Ja. Und das ist halt ein super Problem, weil es ist sehr schwierig in Worte zu fassen, wenn Leute nicht wissen, was halt so Ethnien, was das ausmacht. Ja, genau. Zu erzählen, ja, also ich bin jüdisch, aber ich gehe nicht in die Synagoge. Ich glaube nicht irgendwie, also ich lebe das nicht religiös aus, sondern es ist so ein Teil von mir. Es ist schwierig zu erzählen, wenn es einfach nicht in der Gesellschaft drin ist. Das stimmt, genau. Oder ist das dann halt, also was ich auch gehört habe, ist, aber du bist nicht einer von diesen Orthodoxen. Und das ist halt auch, was soll das? So, ne? Also, ich meine, man fragt jetzt auch nicht eine christliche Person, die in einem christlichen Land aufgewachsen ist. Ja, du demonstrierst aber ja dann nicht bei den Abtreibungskliniken, oder? Genau, und es ist halt auch dieses Ding, ne, also nur weil du feierst dann weiterhin Weihnachten. Also das sind ja ganz viele, die dann sagen, ja, ich bin Atheist, ja, kannst du ja auch immer noch sein, aber du feierst Weihnachten. Ja, du bist christlich erzogen. Du bist christlich erzogen. Und das ist halt auch irgendwie dieses Ding, diese christliche Sozialisierung, von der sich halt voll viele abtrennen wollen. Und die halt auch unser Jüdischsein teilweise bestimmt, ne? Wie du, als du gefragt wurdest, feierst du denn Hanukkah an Weihnachten? Ja, ich wurde... Das ist sehr nett gemeint, wirklich sehr, sehr nett gemeint. Wir hatten Weihnachtsferien bei uns in der Arbeitsgruppe und dann wurde ich gefragt, ja, und du feierst Hanukkah dann? Ich so, nein, das war schon vor einer Woche. Aber danke schön, fast. Sehr nett gemeint. Danke euch für dieses schöne Gespräch. Ich glaube, wir haben super interessante Themen gehabt und ja, dann noch euch einen schönen Tag. Ja, danke dir auch für die Organisation und die Einladung. Dankeschön. An die Kamera. Und an die Technik. Menschen, und die Technik.